Wusstest du vor diesem Treffen, dass du ein Multilokaler bist? Habe ich so noch nicht gehört, den Begriff. Also nee, hätte ich mich so jetzt nicht selber betitelt. Nein, es war mir zwar bewusst, dass ich eine andere Wohnsituation habe als jetzt andere Leute, aber den Begriff habe ich noch nie gehört. Ich konnte mit dem Begriff vorher nichts anfangen. Klar, ich wusste, dass ich Pendler bin. So hieß das früher. Also ich weiß über mich, dass ich viel unterwegs bin, aber dass es tatsächlich so eine Bezeichnung gibt, das war mir tatsächlich neu. Ich kenne diesen Begriff nicht so, aber ich arbeite an einem anderen Ort, als ich wohne. Kennst du noch andere Multilokale, also Leute, die so leben wie du? Wo ich so drüber, also ja, seitdem ich drüber nachgedacht habe. Nee. Ja, ich kenne viele Mitpendler im Zug. Ich habe Kollegen, die multilokal sind. Also sicher gibt es ganz viele Leute, die ich jetzt gerade vergesse, aber fällt jetzt ganz spontan ein Cousin von mir ein. Ja, jede Menge. An wie vielen Orten lebst du regelmäßig? Und wo liegen diese Orte? An welcher Gemeinde oder Stadt? In Kammern am See. Da komme ich her. Und da bin ich immer wieder. Das ist in der nördlichen Eifel. Und der zweite Ort? Ist Magdeburg geworden. Ich lebe an 2 Orten sehr regelmäßig und der eine ist in Leipzig, in Sachsen und der andere in Sachsen-Anhalt, in einem kleinen Dorf in der Altmark. Bevor Corona lebte ich tatsächlich an 2 Orten fest. Einmal hier in Havelberg und an meiner Arbeitsstelle in Berlin. Ja, also mein eigentlicher Lebensmittelpunkt befindet sich gerade in Erfurt. Da bin ich, weil ich da studiere. Ich verbringe aber eben auch noch sehr viel Zeit in meiner, sag ich mal, eigentlichen Heimat, nämlich im Erzgebirge. Und zwar ist das ein kleines Dorf, Raschau-Markersbach. Ich lebe an 3 Orten. Mein Hauptwohnsitz ist in Halle an der Saale. Dann arbeite ich in Obernkirchen in Niedersachsen und habe noch einen Zweitwohnsitz bei meinen Eltern in Rheinland-Pfalz. Mein Arbeitswohnort ist dörflich. Ich glaube, Obernkirchen hat ungefähr 6000 Einwohner. Um welche Wohnform handelt es sich bei deinen Wohnsitzen? Also wohnst du in Wohnungen oder in Wohngemeinschaften? Was mich hier in Magdeburg verankert hat, war eine sehr, 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 sehr liebenswerte WG. Und das ist eine Wohnform, nach der ich mich schon lange gesehnt habe. Ja, der eine Ort ist eine Wohngemeinschaft und der andere ist ein ererbter Bauernhof. In Berlin bin ich bei Freunden in der WG untergekommen. Mietwohnung mitten in der Stadt. Hier in Havelberg zu zweit, Kleinfamilie. Auch eine Mietwohnung, aber Kleinstadt mit Garten. Also in Erfurt ist es so, dass es eigentlich so die klassische Studierendensituation ist. Also ich wohne da in einer WG, direkt im Stadtzentrum. Und wenn ich in Magersbach bin, bin ich in dem Haus meiner Eltern und da gibt es einen Garten und da ist der Wald und da sind Wiesen. Also an meinem Hauptwohnsitz wohne ich immer noch in meiner Studentenwohngemeinschaft. An meinem Arbeitsort habe ich eine Mietwohnung. Wie teilst du deine Zeit auf zwischen den Wohnorten? Also wo ist dein Lebensmittelpunkt und wo verbringst du deine Freizeit oder wie ist das aufgeteilt? Ich orientiere mich irgendwie nach einem Ausgleich, würde ich sagen. Also es ist so eine Intuition. Der Arbeitsort ist dann schon sehr zeitintensiv und das ist die sozusagen dann WG. Und auf dem Bauernhof verbringe ich dann sehr viele Urlaube und sehr regelmäßig alle 2 Wochen die Wochenenden. Ich war 4 Tage die Woche in Berlin. Also dann tagsüber und die restliche Zeit und die Nächte in Havelberg. Mein Lebensmittelpunkt ist hier in Havelberg, da bin ich zu Hause. Ja, also der Lebensmittelpunkt ist jetzt schon Erfurt, einfach weil ich da für das Studium viel Zeit da verbringen möchte. Wenn ich mal so ein paar Tage Zeit habe tatsächlich, dann bin ich einfach auch schon gerne im Erzgebirge. Mein Lebensmittelpunkt ist ganz klar in Halle an der Saale. Dort verbringe ich auch den größten Teil meiner Freizeit. Und da bin ich in der Regel von Freitag bis Montag und Dienstag bis Donnerstagabend oder Freitag bin ich auf Arbeit in Obernkirchen. Mit welchen Verkehrsmitteln legst du denn die Strecke zwischen diesen beiden Wohnorten zurück? Hauptsächlich schon noch per Bus und Bahn. Also infrastrukturell muss man auf jeden Fall darf man sich sehr viel Zeit lassen, bis in die Altmark also reinzukommen. Ja, hauptsächlich mit meinem Auto. Großteil mit dem Zug. Hier ist es der Weg bis zum Bahnhof mit dem Auto. Und dann in Berlin halt, S-Bahn, zu Fuß. Es ist so, dass ich ein eigenes Auto habe und mit dem Auto diese Strecke zurücklege, weil es wirklich nicht möglich ist, dass ich von Erfurt nach Magersbach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Also es ist so ganz umständlich, würde es funktionieren, aber es ist wirklich überhaupt nicht praktikabel.
Ich bin sehr froh, ein eigenes Auto zu haben, denn dadurch kann man etwas antizyklisch pendeln. Wie lange schon und aus welchen Gründen lebst du multilokal? Während meines Studiums, das waren ungefähr 3 Jahre, dann war ich ein Jahr im Ausland und als ich dann wiedergekommen bin, jetzt seit 2017 auch wieder 3 Jahre. Also so insgesamt 6, 7 Jahre mit einer Pause. Ja, weil mich die Abwechslung reizt. Der Wechsel zwischen urbanem und ländlichem Lebensraum und was damit auch einfach so für eine innere Ausgeglichenheit einhergeht. Also ich lebe so seit 10 Jahren aus dem Grund, dass ich das nicht so loswerden wollte. Also in den einen Ort, ja, mir es da gefällt. Seit 97, über 20 Jahre. Aus welchen Gründen? Das eine ist, arbeitstechnisch gab es keine Alternativen außer Großstadt. Und privat haben wir uns entschlossen, tatsächlich auf dem Land zu wohnen, weil es einfach schöner ist. Ja, dass es schlicht und einfach nicht möglich ist, im Erzgebirge, wo ich ursprünglich eben herkomme, zu studieren. Also, oder beziehungsweise man kann schon an so Berufsakademien studieren, aber eben nicht das, was ich studieren möchte. Und ja, das war schon vor reichlich 10 Jahren eigentlich der Grund, warum ich eben in die Stadt gegangen bin. In dieser Form, wie es jetzt ist, praktiziere ich das jetzt schon fast 2 Jahre und habe den Job gewählt, weil der sehr attraktiv war und ist. Sowohl am Anfang von dem, was man lernen konnte und jetzt ich die Zeit ein bisschen reduzieren konnte und in Teilzeit kann man natürlich sein Sozialleben auch etwas besser genießen. Wirst du in 5 Jahren voraussichtlich auch noch multilokal leben? Ja, ich sehe mich in 5 Jahren auf jeden Fall noch in Magdeburg und ich sehe mich auf jeden Fall früher oder später, wenn ich wieder mehr in Kamer dort in der Altmark. Ja, sehr wahrscheinlich. Vielleicht dann sogar noch mehr auf einer 50-50 Zeitschiene. Mit vermehrt Homeoffice ist das ja nicht mehr unmöglich geworden. Das Ziel ist es vorwiegend, hier am Heimatort zu sein. Ich werde mit Sicherheit immer noch pendeln, aber ich hoffe dann nicht mehr so häufig. Ich glaube, auf lange Sicht möchte ich es, glaube ich, nicht, weil es ist schon so, dass man auch ein bisschen zerrissen ist. Das Gefühl zu haben, ein Zuhause zu haben, das sehne ich eigentlich schon ein bisschen herbei. Soweit plane ich nicht voraus. Nee, kann ich nicht sagen. Und empfindest du diesen Lebensstil als vorteilhaft für dich? Ja, ganz klar, sonst würde ich das nicht machen. Ja, schon. Also es tut mir sehr gut, dann diese Unterschiedlichkeiten, die solche Orte mit sich bringen, zu haben erstmal oder zu erfahren und da, man kann sagen, so Gewinn rauszuziehen, indem mein Gefühlsleben da sich verändert, wenn ich da und dort bin. Insgesamt gesehen betrachte ich das eher als Nachteil. Einfach ewige Pendelei. Und es gibt natürlich positive Aspekte, in der Stadt zu sein, das Einkaufen, das Kulturangebot, den Austausch mit den Kollegen. Aber im Großen und Ganzen sind das die Brüche, die ich doch lieber vermeiden möchte. Also im Moment ist es schon so, dass ich mir aus den, ich sag mal wirklich so 2 Welten das raussuche, was ich brauche. Ich würde eigentlich schon auch sagen, dass es in gewisser Weise auch vorteilhaft ist, weil ich eben wirklich eine große Auswahl habe an Dingen, die ich machen kann. Ja, ich finde das super cool. Der Vorteil ist, man kann, wenn man ein bisschen mehr Abstand zu seiner Arbeit hat, kann man immer schön unterscheiden. Wenn man an seinem Soziallebensstandort ist, dann denkt man nicht viel an Arbeit und macht andere Sachen. Und wenn man aber auf Arbeit ist, dann arbeitet man halt auch mal mehr, weil es gibt ja nicht viel, was einen ablenkt. Und was müsste passieren, damit du dein Leben nur an einem einzigen Ort verbringen würdest? Also, dass du deine Multilokalität aufgeben würdest? Das klingt so ein bisschen, als wäre ich so dazu gezwungen oder gedrängt oder verleitet, das so zu handhaben. Aber das ist ja auch, also für mich ist es ein hoher Luxus. Ja, also hoffentlich passiert nichts, dass ich das irgendwie aufgeben muss. Also hoffentlich fällt keiner der beiden Orte weg. Vom jetzigen Standpunkt aus kann ich mir das nicht vorstellen, da die Kontexte halt nicht so gut übereinander passen. Also beides an einem Ort wäre nicht möglich und ich will jetzt eigentlich von den Vorteilen nicht so lassen. Ja, die Arbeitsbedingungen, wie sie jetzt tatsächlich sind, Corona-bedingt, dass das Homeoffice ist, müsste dann quasi auf Dauer eingerichtet werden. Naja, in meiner jetzigen Situation wäre es auf jeden Fall, dass mein Studium beendet wird. Und dann muss man natürlich irgendwie einen Ort finden, wo man sich so wohlfühlt, dass man sagt, da kann ich mir jetzt auch vorstellen zu bleiben. Und das reicht einem dann auch. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann würde man die wahrscheinlich nutzen. Aber das müsste attraktiver sein als das, was man gerade hat. Immer dahin, wo der attraktivste Arbeitsort ist. Oder vielleicht, wenn sich die private Situation ändert, dann, das wäre natürlich ein Grund, weshalb man sowas machen könnte. Bist du ehrenamtlich, zum Beispiel in Vereinen aktiv? Und wenn ja, in welchen der Orte und warum? In meinem Herkunftsort Kammern bin ich für das Schulprojekt aktiv geworden. Und da war ich auch schon vorher. Also so, ich bin ja
in der evangelischen Jugend stark sozialisiert worden. Also da bin ich auch nach wie vor seit über 12 Jahren dann jetzt. Hier in Magdeburg bin ich ehrenamtlich viel für in der Szene so unterwegs. Zum Beispiel diese Food Court Magdeburg durfte ich hier kennenlernen. Das ist ein Ort für selbstverwaltete Lebensmittelverteilung. Ja, ich bin in der DLRG, das mache ich zum Spaß oder sportliche Betätigung. Und beim Roten Stern, also das ist halt ein linker Sportverein, auch eher aus sportlichen Gründen oder dann auch mal für gemeinschaftliche Aktionen. Das ist auch ganz nett. An welchem Ort ist das? Das ist an einem Ort, also da, wo ich dann häufiger bin. Ich habe auch schon überlegt, dann an dem anderen Ort einen ähnlichen Verein zu suchen, aber das gab es die Zeit einfach dafür noch nicht. Ja, ich bin hier vor Ort in Havelberg im Verein Denkmal und Leben engagiert, wo wir uns um Sanierung und Betrieb eines denkmalgeschützten Hauses kümmern. Warum? Macht Spaß. Wir wohnen da drin. Das ist ein Projekt, das sehr vielfältig ist, hier Café zu betreiben, die Tiere zu betreuen, mit Menschen Kontakt zu haben. Also als Ehrenamt kann man das wahrscheinlich eher nicht bezeichnen. Ich bin in Erfurt eher in so studentischen Initiativen aktiv. Ja, und im Erzgebirge, also in Nackersbach, bin ich gerade nicht so richtig aktiv, einfach weil ich nicht genug Zeit hier verbringe. Ja, ich bin im Vorstand der Freunde Baschkortostans e.V. in Halle-Saale und das schon seit vielen Jahren. In einem ehrenamtlichen Verein kriegt man immer sehr viel wieder von den Leuten, für die man was organisiert hat. Und das merkt man direkt in dem Moment, wenn man das für diese Menschen macht. Und das ist mehr wert als eine Geldbelohnung. An welchem Wohnort bist du mehr in das soziale Leben eingebunden und bist du zufrieden mit dieser Aufteilung? Das kann ich so nicht vergleichen. Mehr oder weniger. Ich bin in Kammern stark eingebunden. Und man spürt auch die Intensivität, weil da relativ wenige Leute aktiv sind. Deswegen zählt quasi jeder und jeder Einzelne. Ich bin aber auch hier in Magdeburg stark eingebunden und hier jetzt nochmal einfach eine andere Intensität, weil hier sind besonders viele. In der Stadt bin ich mehr eingebunden, habe da mehr mit den Leuten zu tun oder kenne ich dann auch besser. Und auf dem Dorf oder auf dem Land kenne ich ja nur meine Nachbarn so richtig gut. Da kennen mich eher die Leute, wenn ich da mal ankomme. Also das ist eine verkehrte Situation. Nein, in Berlin quasi gar nicht. Das war wirklich arbeiten, schlafen, pendeln. In dieser Zeit war auch nicht sehr viel Zeit, um hier tatsächlich in Havelberg in das soziale Leben eingebettet zu sein. Das ändert sich jetzt, dass ich hier tatsächlich auch Zeit habe, mich mit Leuten zu treffen oder irgendwelchen anderen Aktivitäten nachzugehen. Sozial eingebunden bin ich eigentlich an beiden Orten. Was ich natürlich im Erzgebirge habe, ich habe da Freunde, aber eben auch viel Familie. Ich bin ganz klar in Halle an der Saale mehr eingebunden. Dadurch, dass am Anfang die Stelle an meinem Arbeitsort befristet war, habe ich gar nicht erst angefangen, mir dort ein Sozialleben aufzubauen. Wie könnte man deiner Meinung nach die Lebensqualität in ländlichen Regionen erhöhen? Ich denke, die Lebensqualität auf dem Land, die würde dann halt irgendwie dadurch steigern, dass man dort diese Bildungsangebote schafft, Arbeitsplätze schafft. Mobilität, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist irgendwie so ganz nett zu haben, aber es führt eben dann auch immer mehr Leute in die Region und dieser Luxusleere verpufft dann so ein bisschen. Medizinische Versorgung ist auf jeden Fall was, das ist einfach wichtig und das dünnt leider immer weiter aus. Also eigentlich müsste die Natur, so sie denn da so noch natürlich da ist, einfach erhalten werden. Ich will nicht, dass sie da die Kühe jetzt die Straße wieder runtertreiben, wie das in meiner Kindheit so der Fall war. Wäre schön, ist aber nicht mehr so definitiv und das ist dann halt auch der Lauf der Dinge. Ich brauche jetzt keine folkloristische Kulisse oder sowas. Von daher müssen die für mich speziell nichts machen. Ich nehme das Angebot da, wie es ist. Ja, ich bin ja ein Freund des Remote-Arbeitens. Das setzt natürlich voraus, dass hier die Infrastruktur wie schnelles Internet gegeben ist. Wir haben das Glück in Havelberg, dass es tatsächlich vorhanden ist. Aber jenseits der Städte ist es extrem dunkel und das ist ein großes Manko für die Region. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann bietet der ländliche Raum eigentlich schon genug. Was natürlich aber ein großes Thema ist natürlich die ganze infrastrukturelle Geschichte. Der ländliche Raum braucht wirklich frische, es müssen jetzt nicht so junge Leute sein, aber einfach frische neue Ideen. Das Attraktive ist, und das ist häufig eher in den Städten so, dass das soziale Angebot größer ist. Was ich auch sehr genieße, ist, wenn man, das geht jetzt in meiner Situation nicht, aber wenn man nur in der Stadt wohnt, dann braucht man mittlerweile kein Auto mehr. Und das ist auch eine Luxussituation. Ein Auto kann sehr stark auch eine Belastung sein und hat teilweise auch sehr hohe Kosten, die man sich sparen könnte. Nur auf dem Land ist das nicht möglich. Also dann muss man sich so stark einschränken. Das ist ein Minuspunkt vom Land.